Das ist Frau Dr. Müller. Sie ist Wissenschaftlerin und forscht an Viren. Zum Beispiel an Viren von Fledermäusen, die bei Menschen Krankheiten auslösen können. In ihrem nächsten Projekt möchte sie einzelne Gene eines neu entdeckten Fledermausvirus untersuchen. Dafür sollen Gene verändert oder entfernt werden. Dabei werden gentechnisch veränderte Organismen, kurz GVO, erzeugt. Solche Forschungsarbeiten unterliegen dem Gentechnikgesetz und müssen in gentechnischen Anlagen durchgeführt werden. Deshalb kann Frau Müller nicht direkt mit den geplanten Forschungsarbeiten beginnen. Vorher muss sie einen Antrag bei ihrer zuständigen Landesbehörde stellen. Im Antrag beschreibt Frau Müller detailliert die einzelnen Arbeitsschritte, benennt genau, mit welchem Virus sie arbeiten möchte und welche Gene verändert werden sollen. Die Landesbehörde prüft die Unterlagen und das Risiko, das mit dem Projekt einhergeht. Alle Mikroorganismen und die aus ihnen hergestellten GVO werden einer Risikogruppe zugeordnet. Organismen der Risikogruppe 1 sind ungefährlich. Organismen der Risikogruppe 4 rufen hingegen schwere Krankheiten bei Mensch und Tier hervor. Ausgehend von der zugeordneten Risikogruppe ergibt sich eine von 4 Sicherheitsstufen, die festlegt, welche Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden müssen. Diese Maßnahmen sind in der Gentechnik-Sicherheitsverordnung festgelegt. Das neue Virus von Frau Müller wurde bisher noch nicht eingestuft. Die Landesbehörde muss deshalb im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine Stellungnahme der Zentralen Kommission für die biologische Sicherheit, kurz ZKBS, einholen. Die ZKBS ist ein ehrenamtlich tätiges Gremium und besteht aus anerkannten Experten verschiedener Wissenschaftsbereiche wie Virologie und Mikrobiologie. Hinzu kommen Vertreter gesellschaftlicher Interessengruppen wie zum Beispiel Gewerkschaften oder dem Verbraucherschutz. Die ZKBS bewertet das Risiko von Organismen, die in gentechnischen Anlagen verwendet werden sollen, und ordnet den damit geplanten Arbeiten eine Sicherheitsstufe zu. Sie bewertet alle gentechnischen Arbeiten der Sicherheitsstufen 3 und 4 sowie neuartige Arbeiten der Sicherheitsstufe 2. Frau Müllers Antragsunterlagen erreichen die Geschäftsstelle der ZKBS in Berlin, die im Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kurz BVL, ansässig ist. Dort erstellen die wissenschaftlichen Referentinnen und Referenten einen schriftlichen Entwurf zur Risikobewertung des neuen Virus und zur gentechnischen Arbeit von Frau Müller. In der nächsten ZKBS-Sitzung kommt Frau Müllers Antrag auf die Tagesordnung. 2 ZKBS-Mitglieder, die sich mit dem jeweiligen Themengebiet besonders gut auskennen, wurden zuvor als Berichterstatter gewählt, in diesem Fall 2 Virologen. Sie stellen den Entwurf der Stellungnahme nach eingehender Prüfung dem Gremium vor. Die ZKBS ordnet das neue Virus der Risikogruppe 3 zu. Deswegen müssen die zugehörigen gentechnischen Arbeiten in der Sicherheitsstufe 3 durchgeführt werden. Die verabschiedete Stellungnahme geht an die Landesbehörde zurück. Im Anschluss erhält Frau Müller ihre Genehmigung, die auch alle notwendigen Sicherheitsauflagen enthält. Nun kann sie mit ihrem Projekt beginnen.